Wie sieht Bildung im Jahr 2020 aus? Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Und sind Hausaufgaben heutzutage wirklich immer noch nötig? Ich bin Jona. Ich bin Dominik und in diesem Video gehen wir auf diese und weitere Fragen ein. Im Moment wird das Schulsystem ziemlich heftig kritisiert. Mit der Einführung von G8 haben diese kritischen Stimmen stark zugenommen. Die Schüler sitzen immer länger in der Schule, machen immer mehr Hausaufgaben und brauchen für die Schule genauso viel Zeit wie Vollzeitbeschäftigte im Berufsleben. Gleichzeitig beschweren sich viele Schüler darüber, dass das, was sie lernen, keine Relevanz für ihre Zukunft hat und deshalb unwichtig ist. Und am Ende stehen sie mit ihrem Abschlusszeugnis da und haben keine Ahnung, was sie der Gesellschaft zu bieten haben. Bildung steht in direkter Konkurrenz zu den modernen Medien. Im Fernsehen und in den sozialen Medien werden die Informationen viel kürzer und viel attraktiver dargestellt als in der Schule. Die Schule hingegen bewegt sich mit ihren Methoden noch immer in der Steinzeit. Dabei sind die didaktischen Grundlagen für effektive Wissensvermittlung ziemlich simpel. Zum einen ist es ziemlich wichtig zu beachten, dass Emotionen immer eine Rolle in Lernprozessen spielen. Schüler sind keine Eimer, die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht werden wollen. Zum anderen wird im Schulunterricht nicht beachtet, dass Menschen Bilder viel besser verarbeiten und abspeichern können als reinen Text. Wenn bildhaftes Lernen so einen positiven Effekt auf den Lernerfolg von Schülern hat, dann sind die Konsequenzen klar. Es müssen viel mehr Animationen und Simulationen oder einfach nur grafische Darstellungen ihren Weg in den Schulunterricht finden. Je lebendiger und praxisbezogener die Darstellung, desto besser. Außerdem ermöglichen vielfältige Medienformate es, Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, wodurch die Schüler ihre individuellen, subjektiven Erfahrungsbereiche in den Lernprozess mit einbeziehen können. Neben der Art, wie der Stoff aufbereitet ist, sollte der Schüler sich auch noch intensiv mit diesem auseinandersetzen. Wir sind der Meinung, eigenständiges Arbeiten sollte einen wesentlichen Bestandteil des Lernens ausmachen. Hier zum Beispiel Vorträge. Ich persönlich hasse Vorträge. Ich stehe ganz ungern im Mittelpunkt. Dennoch muss ich zugeben, Vorträge haben ihren wesentlichen Zweck erfüllt. Ich konnte mir den Stoff, den ich für Vorträge erarbeiten musste, effektiv merken. Durch das Selbsterarbeiten des Stoffes setzt sich der Schüler viel intensiver mit diesem auseinander, kann es wiedergeben und muss es erklären. Schon Einstein hat gesagt, wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es nicht verstanden. Infolgedessen muss man, um etwas zu erklären, den Gegenstand verstanden haben. Vorträge bieten außerdem die Möglichkeit, seine Rhetorik während des Vortrages und seine Kritikfähigkeit nach des Vortrages durch die Diskussion zu schulen. Außerdem schult man seine Selbstständigkeit, da man den Stoff eigenhändig erarbeiten muss. Das Gute am selbstständigen Arbeiten ist, dass Schüler ihr Wissen individuell erarbeiten können. Wir hatten das Gefühl in der Schule, dass davon ausgegangen wird, dass jeder Schüler dieselbe Begabung und dieselbe Lernmotivation hat. Dabei stimmt das gar nicht. In der Schule und im Studium bin ich sehr vielen Schülern und Studenten begegnet, die unterschiedliche Vorlieben für Lehrmethoden hatten. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die extrem viel Spaß daran haben, sich in einer Gruppe mit einem Thema zu beschäftigen und den sozialen Austausch brauchen, um besser lernen zu können. Auf der anderen Seite gibt es die Schüler, die gar keinen Spaß an sozialem Austausch haben und sich gerne dem Thema eigenständig und faktenorientiert annehmen. Uns ist klar, dass es nicht möglich ist, jeden Schüler und Studenten individuell zu unterrichten. Und das ist auch nicht nötig. Was aber nötig ist, ist es, ein breites Spektrum an Lehrmethoden und Lehrmaterial zur Verfügung zu stellen, anhand dessen die Schüler ihren individuellen Weg in das Thema finden können. In der Praxis stellen wir uns das wie folgt vor. Grundlegend fordern wir für jedes Fach 90-Minuten-Blöcke. Diese werden zweigeteilt in einen theoretischen und einen praktischen Teil, um jeden Aspekt des jeweiligen Themas behandeln zu können. Der theoretische Teil dient dem Lehrer als Einleitung zum jeweiligen Lehrstoff und zur Vermittlung der Grundlagen für den praktischen Teil. Im praktischen Teil tritt der Lehrer in den Hintergrund und nimmt die Rolle des Moderators und des Mentors ein. Die Schüler erarbeiten sich das Thema selbst, beispielsweise durch Quellenarbeit, Vorträge, Diskussionen und dem selbstständigen Lösen von Aufgaben. Prinzipiell verlagern wir somit den Zweck der Hausaufgaben in den Unterricht, wodurch sich der Vorteil ergibt, dass die Schüler Aufgaben zeitnah zum Thema erledigen und sich Rückmeldungen vom Lehrer holen können. Dadurch, dass alle Aspekte eines Themas innerhalb des Unterrichts vermittelt werden, haben die Schüler im Anschluss viel mehr Zeit für individuelles Lernen und ihre eigene Freizeitgestaltung. Und abgesehen davon macht keiner seine Hausaufgaben. Um sicherzustellen, dass die Schüler die freie Zeit auch wirklich zum Lernen benutzen, wünschen wir uns häufigere und im Umfang geminderte Klausuren. So ist auch sichergestellt, dass die Schüler die Möglichkeit haben, schlechte Noten im Laufe des Schuljahres auszugleichen. Mündliche Noten hingegen wollen wir komplett abschaffen. Mündliche Leistungen können nicht in Zahlen beurteilt werden. Bekommt ein Schüler eine 3, kann am Ende nicht geschlussfolgert werden, ob der Schüler sich einfach nicht engagiert hat oder ob er sich sogar sehr viel engagiert hat, aber nur geredet hat. Stattdessen halten wir es für sinnvoll, dass die Leistung und das Engagement der Schüler in Worten wie in einem Arbeitszeugnis festgehalten wird, sodass der Schüler die Möglichkeit hat, über sein eigenes Verhalten und seine Leistung zu reflektieren.
Zu guter Letzt möchten wir einen Vorschlag für eine Medienplattform machen, von der wir eigentlich auch keine Ahnung haben, warum sie nicht schon längst existiert. Diese Plattform soll Funktionen bieten, die sowohl Lehrer als auch Schüler im Schulalltag unterstützen. Im Zentrum steht eine Nutzeroberfläche zur transparenten Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern. Für eben diese Kommunikation lassen sich virtuelle Gruppenräume erstellen, die von Lehrern zur Kommunikation mit ihren Klassen und von Schülern zur Bildung von Lerngruppen genutzt werden können. Über eine integrierte Medienbibliothek sollen Lehrmedien wie zum Beispiel Erklärungsvideos, Animationen, Texte oder Veranschaulichungen gesammelt und geteilt werden können. Ganz im Stil von YouTube können diese Inhalte kommentiert und bewertet werden. Gäbe es eine solche Plattform, wäre es möglich, den Schülern Einblick in den Lehrplan zu verschaffen, wodurch diese jederzeit Überblick über ihre Lernziele einholen können. Außerdem könnten Lehrer beispielsweise ihre Fehlzeiten direkt an die Schüler bekannt geben und Unterlagen bereitstellen, die den Schülern zur Aufarbeitung des versäumten Stoffes dienen. Es hat uns richtig gefreut zu sehen, dass auch ein Interesse an der Meinung der Schüler besteht. Wir hatten großen Spaß daran, unsere Meinung und Vorschläge zum Bildungssystem zusammenzutragen. Und hoffen, dass Schüler in Zukunft ein stärkeres Mitspracherecht im Bildungssystem haben. Vielleicht sogar über unsere zentrale Bildungsplattform. Ich habe gezwinkert.